Moin, mein Name ist Marc, das ist That's Barbecue, That's Barbecue. Und heute sind wir beim zweiten Teil von 3 für meine speziellen Gyros-Videos. Heute machen wir das Brot, mein Ersatz für ein Fladenbrot, für ein Pide. Da mache ich ein besonderes Brot heute, und zwar ein Klappbrot. Ich habe schon mal einen Pizzaofen aufgebaut für später. Ihr könnt das Ganze auf Pizzastein machen oder im Backofen. Wie das Ganze geht, schreibe ich euch natürlich wie immer ins Rezept rein. Einfach mal unter dem Video schauen, da ist ein Link zum Rezept, öffnen, nachlesen. Ich habe mich für einen Hefeteig entschieden, also im Prinzip einen Pizzateig. Ihr könnt auch einen Sauerbrotteig machen, wie man es eigentlich beim Fladenbrot macht. Da hätte ich aber eine Woche Zeit gebraucht, um den Sauerteig anzusetzen mindestens. Das passt jetzt gerade nicht mehr mit dem Dreh, mit dem Urlaub zusammen. Deswegen nehme ich jetzt einen Hefeteig. Auch wie man den Sauerteig macht, das steht natürlich auch im Rezept als Alternative. Macht es so, wie ihr es am liebsten wollt. Das Prinzip nachher an sich, im Pizzaofen zubereiten, im Backofen zubereiten, ist dasselbe. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal einen Teig. Ich habe mich für einen schnellen Pizzateig entschieden, also keiner, der 24 Stunden gehen muss. Ich habe also viel Hefe drin. Wenn ihr sagt, nee, ich habe 24 Stunden Zeit, ich lasse den kalt gehen, dann könnt ihr natürlich den Hefeanteil verringern. Habt natürlich eine längere Zeit, müsst den ganzen 24 Stunden gehen lassen. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt eine Gehzeit von 90 Minuten. Das reicht mir, damit ich das heute dann auch wirklich zu Ende drehen kann. Ja, aber das lange Reden nützt nichts. Machen wir mal schnell den Teig fertig, denn ihr wisst, das ist nicht viel Aufwand. Kommt aber näher. So, im ersten Schritt müssen wir natürlich erstmal die Hefe zum Gehen bringen. Das heißt, ich nehme lauwarmes Wasser und fülle es hier in meinem Thermomix. Ihr natürlich in die Knetmaschine, je nachdem, was ihr gerade da habt. Ich nehme 20 Gramm Hefe. Ihr könnt natürlich dementsprechend weniger nehmen, wenn ihr es länger im Kühlschrank gehen lässt. Wenn ihr auch sagt, nee, ich will das eigentlich so schnell wie möglich fertig haben, dann nehmt ihr auch 20 Gramm Hefe. Zur Unterstützung, dass die Hefe schneller geht, kommt noch ein bisschen Zucker hinzu, damit die Hefe aktiviert wird. Und dann gebe ich den ganzen 3 Minuten bei 37 Grad und vermenge das Ganze. So, nachdem wir die Hefe aufgelöst haben, kommen die restlichen Zutaten für den Teig hinzu. Das ist natürlich einmal Mehl. Ich habe 550er Mehl. Ein bisschen Salz und ein bisschen Olivenöl. Das war schon. Jetzt das Ganze noch 6 Minuten kneten und schon ist der Teig fertig. Ja, und das war schon. Damit ist der Teig schon mal vorbereitet. Jetzt kommt er in eine Form rein zum Gehen. Und da lasse ich ihn jetzt 60 bis 90 Minuten, bis sich der Teig verdoppelt hat. Oh, und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. So, die Zeit ist um, der Teig ist schön aufgegangen. Er hat sich mehr als verdoppelt und wir sind jetzt dabei und werden jetzt schon mal die Brote vorbereitet. Wir haben den Teig für 6 Brote gemacht, das heißt, ich mache 6 Kugeln und bringe die erstmal auf Spannung. Einmal unterteilen in 6 gleich große Teile. Und dann nehmt ihr die und bringt die auf Spannung, indem ihr den Teig immer wieder zur Mitte zieht. Dann macht er so kleine Kügelchen draus und dann gebt ihr es wieder zurück, erstmal, damit es ruhen kann. So, das waren die Teigbällchen. 10 Minuten lasse ich die jetzt noch mal ruhen, bevor ich sie dann verarbeite. In den 10 Minuten werde ich jetzt noch mal ein Knoblauchöl vorbereiten, so mit ein bisschen Petersilie. Das werde ich nachher draufstreichen, einfach noch mal zum extra Geschmack. Das geht recht schnell, das Öl muss doch gar nicht kochen, das muss nur ein bisschen warm werden, damit der Knoblauch einsetzt. So, da brauchen wir gar nicht viel Öl. Einfach ein bisschen Olivenöl rein und da merkt ihr schon, es sollte auch wirklich nicht zu heiß werden. Das hat schon ein bisschen Temperatur. Da gebe ich jetzt mal Knoblauch hinzu. Den habe ich gerieben, ihr könnt ihn aber auch fein schneiden, wie ihr wollt. Im Grunde ist das Ganze in 90 Sekunden fertig. Ihr hört, es zischt so ein bisschen. Viel mehr Hitze brauche ich gar nicht. Wirklich nur ein bisschen Knoblauch anziehen lassen. Und da kann ich auch schon wieder die Hitze wegnehmen. Dann geben wir schon mal Salz hinzu. Und ein bisschen Petersilie, die habe ich fein gehackt natürlich. So, die soll ich schön das Ganze aufnehmen. Und das pinsel ich nachher schön drauf. So, mehr brauche ich gar nicht. Ordentlich Petersiliengeschmack, Knoblauchgeschmack, richtig geil oben drauf.
Ja, das waren sie schon, die Vorbereitung. Das duftet richtig gut, Knoblauch, Petersilie, richtig mega lecker Geruch von der Seite. Das habe ich nachher auf dem Brot drauf. Das heißt, wenn ich abbeiße, habe ich den vollen Geruch drinnen noch meiner Nase, wenn ich reinbeiße, richtig geil lecker. Ja, und die mache ich jetzt mit. Ja, ich gebe ein bisschen Mehl drauf. Ihr könnt aber auch Semula nehmen, wenn da drauf steht. Ich gebe jetzt einfach Mehl, das reicht vollkommen für heute. Und dann legen wir mal den ersten drauf. Mehl von beiden Seiten, ein bisschen abklopfen wieder. Und schön ausrollen. Wir brauchen so ein bisschen ovalförmig. Und es soll so ja, 0,5 cm dick werden. So, die Innenseite einmal mit Olivenöl ausstreichen. Ihr seht, ich nehme den Pinsel, den ich eben schon für Petersilie genommen habe. Den Rand nicht vergessen, sonst kleben sie dazu so zusammen. Das Ganze einmal überlappen lassen. So, einmal drunter. Überschüssiges Mehl wollen wir nicht haben, so ein bisschen ab. So, dann öffnen wir den Pizzaofen und geben es beherzt rein. Das dauert gar nicht lange, das dauert ungefähr 90 Sekunden und ich will es einmal drehen, sogar vollständig. Das heißt, ich muss ein bisschen rotieren, denn die Hitze ist natürlich mehr hinten. Immer mal runter gucken. Sieht schon fast gut aus, das drehen wir schon das erste Mal, damit die andere Seite auch knusprig wird. Und ihr seht, wie schön es aufgeht. Das wollen wir haben, schönes offenes Brot, da geht es richtig schön auf. Das nehmen wir noch mal, gucken wir noch mal, herrlich. Einmal drehen, damit die Seite auch ordentlich Hitze abkriegt. Und jetzt kann man sogar noch aufklappen und man hat ein schönes Brot, was man füllen kann. Und so, und da sind die Brotschottigen innen drin, schön luftig, richtig schön Blasen drin, richtig geil. Da kommt jetzt ein bisschen was von dem Öl drauf, was wir angesetzt haben. Ich liebe diesen Geruch von Knoblauch und Petersilie. Ganz kurz angebraten, richtig lecker. Und da sind sie. Mega, oder? Ja, mit den Broten sind wir somit durch. Und die sehen echt fantastisch aus, finde ich. Schöne Röstaromen natürlich kriege ich. Das eine vielleicht ein bisschen zu viel. Innen drin aber noch richtig schön fluffig, riechen gut. Und ich werde jetzt natürlich probieren müssen. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Rumstick drauf liegen. Das habe ich heute Morgen schon ins Sous-Vide-Becken geworfen, damit ich das jetzt lecker als Sandwich essen kann. Also kurz warten und dann gibt es ein Sandwich. Und natürlich leckere Barbecue-Soße. Und zwar meine Metaxa Barbecue-Soße, die ich letzte Woche gemacht habe. Ja, jetzt bin ich wirklich fertig und kann probieren. Ich habe hier ein wunderbares Sandwich, ein tolles Brot und eine tolle Soße. Und ich schaue mal, ob man das Brot wirklich nächste Woche für das Gyros benutzen kann. Richtig lecker, aber wenn ich jetzt hinlege, würde was rausfallen, deswegen muss ich noch mal passen. Mega, mega, wirklich, wirklich, wirklich mega. Ich habe den Mund voll gehabt, bis geht nicht mehr, weil es so lecker war. Also, die Barbecue-Soße, abgekühlt, schmeckt richtig geil. Ich habe dir ja letzte Woche schon gesagt, ich weiß noch nicht, wie es abgekühlt schmeckt. Jetzt weiß es, die ist richtig gut. Die hat ein tolles Aroma und man hat diesen Metaxa-Touch drin, richtig geil. Das Brot, schön fluffig, richtig geil zu essen, schön soft, mit dem Geruch, den man dann gleich in der Nase hat durch das ganze Öl, richtig geil geworden. Unbedingt nachmachen, auch wenn ihr keinen Gyros machen wollt, kann ich euch das nur empfehlen, falls ihr mal irgendwelche Brote haben wollt, richtig gut. Ihr habt gesehen, 90 Sekunden sind die Dinger fertig, kommt aus dem Ofen raus. Klar, ihr müsst ein bisschen gehen lassen, aber das kann man im Vorfeld machen. Ja, das heißt, wir sind mit diesem Video am Ende. Wer jetzt sagt, oh, ich backe aber gar nicht gerne, ich bin jetzt raus, Gyros interessiert mich nächste Woche nicht mehr, ihr könnt auch Fladenbrote kaufen. Machen wir uns die vor. Die Soße macht ihr euch, dann kauft ihr Fladenbrote oder ihr macht die Dinger. Auf jeden Fall, nächste Woche gibt es dann Gyros. Es heißt Gyros. Ha, nicht Gyros. Ich habe schon wieder Gyros gesagt. Das ist der Grund, warum wir dieses Video machen, damit ich am Ende dieser 3 Videos das vielleicht endlich mal hinkriege und sage Gyros. Also, wir sehen uns nächste Woche, wenn ich ganz häufig das Wort Gyros sage. Bis dahin habt ihr hier ein weiteres Video, noch ein weiteres Video. Ihr könnt ein kostenloses Abo da lassen, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, natürlich auch das von der Metaxa-Soße und die Brote wieder bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue. Bis dann, ciao.